Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zurück zu meinem Channel. Ich bin jetzt für euch mit dem wunderschönen BMW M235 i X-Drive Grand Coupé unterwegs. Und ich bin mehr oder weniger in Reitermontur, weil ich nehme euch mit in den Stall. Ich schnalle euch jetzt ins Auto ein. Und bevor ich jetzt noch gross am Umschätzen bin, lassen wir das Auto mal an. Nur schon beim Anlassen blubbert das Auto so richtig schön. Haben Sie es gehört? Ein kleines Blubbern. Natürlich stellen wir sofort auf Sport, wo man gerade merkt, dass der Motor für mehr Leistung parat ist. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr so wissen wollt zu dem BMW, wo ich jetzt am Fahren bin. Und ich habe so einige Antworten bekommen. Lustigerweise haben alle ungefähr das Gleiche wissen. Zum Anfang die Kraft von dem Auto. Der BMW hat 306 PS, ist mit einem Leergewicht von ungefähr 1600 kg unterwegs. Er ist nicht mega responsive, wenn ich jetzt voll drauf drücke. Dreht er Huren rauf und zieht erst dann los. Stört jetzt nicht wahnsinnig. Der BMW ist aber mit einem Grundpreis von 67.400 Franken erhältlich. Aber jetzt hebt euch fest, so wie ich ihn jetzt hier fahre, kostet er über 85.000 Franken. Ich muss dazu aber sagen, die Sekunde, wo man in das Auto einsteigt, hat man einfach Freude an dem Luxus, der einem geboten ist. Überall sind Alcantara-Sitze zu finden. Es ist alles vom Design her wunderschön gemacht. Auch wenn ihr da schaut, es ist alles mit dem Rot-Blau, was so ein bisschen zu dem M-Thema gehört, zu dem Sportthema von BMW. Findet man durch das ganze Auto durch. Und es ist einfach, man hat sofort das Gefühl von Luxus und High Quality, wenn man in das Auto sitzt. Das nächste, was ihr wissen wollt, ist die Farbe, die das Auto hat. Die Farbe nennt sich Storm Bay Metallic. Und ich muss dazu sagen, ich hätte die Farbe aufgeschrieben, weil die Farbe ist so super cool. Würde ich gerade sofort selber kaufen. Das nächste, was ihr wissen wollt, ist der Soundcheck. Es ist wichtig für den grössten Spass, dass man das Auto auf dem Sport-Mode hat. Es gibt Sport-Modes, Comfort und Eco Pro. Und Eco Pro, ja, also in meinen Augen macht ein Eco Pro-Modus bei einem Auto wie dem nicht so wahnsinnig viel Sinn. Auch im Comfort zieht er wirklich nicht so schön wie im Sport. Wenn ich euch jetzt mal zeige, was so der Sound angeht. Er brummelt schön. Ich muss euch eins sagen, ich bin mega traurig, dass ich das Auto in ein paar Tagen schon wieder zurückgeben muss, weil er macht einfach gigantomanisch Spass. Wie so ein kleiner Süchtiger bin ich den ganzen Tag im Auto gesessen. Social Distancing, Corona, alles gut. Ich bin immer schön allein im Auto unterwegs und habe einfach Freude. Und das ist etwas, das schafft schon nicht jedes Auto bei mir. Das Auto macht einfach Spass. Es ist einfach lässig. Wenn ich eins bei diesem Auto vielleicht bemängeln darf, wo mir fast ein bisschen das Herz bricht, dass ich das bemängeln muss, dann ist es das Infotainment. Und nicht einmal das Infotainment an sich, sondern eine ganz spezifische Funktion, die das Infotainment hat. Und zwar kann ich bei diesem Auto alles mit Motion kontrollieren. Das heisst, ich kann mit verschiedensten Bewegungen von meiner Hand dafür sorgen, dass die Musik lauter leiser wird. An und für sich ist das ja eine coole Spielerei, aber es hat wirklich angefangen zu nerven, weil nur schon, wenn ich irgendwo hergegriffen habe, um etwas zu nehmen, hat der Hure sich abgestellt. Ich habe mich jetzt durchgebissen, ich habe vor allem auch versucht, das zu verstehen, welche Bewegungen kann man machen und welche nicht, weil wenn man es mit Absicht macht, ist es ja mega lässig. Also ich kann zwar am Lenkrad alles bedienen, aber so mal schnell mit einer Handbewegung die Lautstärke verändern, das ist schon ziemlich gut. Aber ich bin wirklich kurz davor gewesen, um diese Funktion abzustellen, was man auch kann. Ich höre so gerne Musik im Auto und wenn man dann die ganze Zeit die Musik abstellt, obwohl ich eigentlich gerne Musik hören, ja, ich bin jetzt in den nächsten 2 Minuten dann schon im Stall angekommen und ich habe ein wahnsinnig gutes Shooting vor. Es wird nicht ganz so einfach, aber wenn ich es herbekomme, dann sehen das definitiv auf meinen Social Media Channels. Was mich zum fast wichtigsten Punkt von dem ganzen Video bringt, folgt mir. Folgt mir auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, überall.
überall, wo ihr noch könnt. Verteilt eure Liebe. Ich verspreche es euch, ich unterhalte euch auf diesen Channels so gut, wie es nur irgendwie geht. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the river, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock this place. Rock this place. Rock this place. Rock this place. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. All you men with the suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the river, but they all never come for the booze and bass. I'm the rock this So, wir sind durch mit dem Fotoshooting. Ich glaube, die sind richtig cool geworden. Ein kleines Feature vom Auto wollte ich euch noch zeigen. Und zwar weiss das Auto, wenn ich da bin und wenn nicht. Weil, achtet euch mal auf die Lichter hinter mir. Wenn ich mit dem Schlüssel weglaufe, ich glaube, es ist schon passiert, schließt er ganz von alleine ab, weil er merkt, dass ich mit dem Schlüssel zu weit weg bin. Finde ich super cool. Niemand da draussen darf sich das merken. Ich bin nämlich so ein Kandidat, der manchmal vergisst, das Auto abzuschliessen. Naja, mit so einem BMW haben wir das Problem nicht mehr. Ich warte jetzt noch schnell, bis das Licht so genug dunkel ist, dass ich euch das ganze Lichtspiel in diesem Auto zeigen kann. Und dann wäre es das für heute auch schon gewesen. Bis später. Mir war nicht ganz bewusst, dass es so lange hell bleibt, jetzt schon. Was heisst, ich bin in meine Garage gefahren, um euch geschwind die Lichter zu zeigen, die es hier im Auto hat. Und zwar sind das die Streifen, die hier in den Carbon Look eingebaut sind, die es hier vorne beim Armaturenbrett hat, aber auch auf beiden Seiten. Es tut mir mega leid für die schlechte Qualität mit dem Licht, aber auf beiden Seiten auch in den Türen rein. Und ich finde, es macht so ein cooles Gesamtbild in diesem Auto rein. Und das Wichtigste natürlich, wenn man aussteigt, das BMW-Zeichen hier. Und BMW hat auch hier in den Türgriff rein überall die Lämpchen eingebaut, die sogar von außen am Auto noch einen zusätzlichen Look geben. So, und ich nehme euch jetzt gerade ausnahmsweise zu mir heim. Ich habe es ein bisschen unhöflich gefunden, euch dort in dieser düsteren Garage nur mein Abschiedswort zu sagen. Es war so cool gewesen, mit dem BMW unterwegs zu sein. Es hat einen riesen Spass gemacht. Bleibt schön aktiv auf meinen Social Media Channels, weil ich werde mit dem Auto noch ein ganz kleines Special shooten. Bis dahin, bleibt gesund. Habt euch Sorge und ich freue mich schon wahnsinnig, weil es kommen noch so einige coole Autos jetzt auf mich zu. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.